guck mal. Riesenhaft Der ist schon. hoch, ne? Ja, sehr hoch. Und hier ist schon Fernsehvorbereitung, ne? TV. Ja. Herrlich, herrlich. Moin und hallo. Wir haben heute für euch den Carrado V132 Pro. Was hat sich verändert? Gibt es im Jahrgang 24 was dazu, so on top, oder haben sich nur die Preise erhöht? Das nehmen wir heute unter die Lupe. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Machen wir hier auch noch zu. So, dann haben wir Ruhe. Licht. Jo, da ist es, das Bedienpanel mit Hauptschalter, Füllstandsanzeigen, eine analoge Steuerung der Truma Kombi-Heizung und der Temperaturfühler für die Heizung. Ne? Da haben wir schon mal gefunden. Und Licht, es gibt bestimmt noch einen Lichtschalter irgendwo. Da ist er. So, habe ich hier alles an? Ja, hier ist alles an. Da ist noch, da sind zwei Spots Ja, über der Sitzgruppe. Genau. Und ein Doppel-USB sehe ich da hinten. ach hier. Ja, ja. Hier rechts, Ja. habe ich gar nicht gesehen. Genau, genau. Schlüssel legen wir mal weg. Den können wir hier reinpacken. Guck mal, hier haben wir auch gleich noch 2 Stauflächen. Den Schrank haben wir schon gesehen. Was haben wir denn hier? Jetzt muss ich doch echt Das ist ein mal großer gucken. Schrank hier. Oh, Ein Kleiderschrank. das ist ein Kleiderschrank. Und da drüber nochmal ein Stauraum. Ah, Also Platz ist in der kleinsten Hütte, ne? genau. Den Kleiderschrank möchte ich nämlich gleich mal ausprobieren. Ich habe heute nämlich was mit. Oh, ich möchte ein bisschen packen. Hier ist ein Rucksack. Ha, den packe ich doch erstmal hier rein. Super, geht toll. Also ich mache es ganz oft, wenn wir unterwegs sind, einfach mal anhalten, einkaufen. Man weiß, man ist gleich auf dem Stellplatz. Dann packe ich nicht immer gleich aus. Dann finde ich es immer ganz gut, wenn ich irgendwo den Rucksack schnell reinstellen kann. Ja, klar. Na? Und dann stellt man sich hin. So, ich habe hier einen Bügel mit. Bügel, Jacke. Wollen wir doch mal sehen, ob das alles passt. So. Perfekt. Naja, da haben sie auch richtig auf den letzten Zentimeter Ja, gearbeitet. dass hier, der Bügel reinpasst. Dass ne? der Bügel passt. Genau. Ja, geht. Wunderbar. Was habe ich denn noch mit? Der Schrank würde sich super anbieten. Ich muss ein bisschen wühlen. Hier in meinem Rucksack. Warte mal, da hinten würde ich das hinpacken. Es dauert. Ach, ich kann ja schon mal zeigen hier für die Küche. Handtücher finde ich da oben ganz gut. Zum Beispiel. Kann man reinpacken. Ja, ja. Da ist auch ein großes Handtuch. Genommen. Ich habe extra ein großes Handtuch genommen und zack, buff, passt. Perfekt. Ja. Sieht doch gut aus schon mal. Handtuch rein, aber das brauche ich später nochmal. Ich will wissen, ob es Handtuchhaken gibt im Dings. So, das brauche ich auch. Das fällt mir die ganze Zeit ja schon auf, ne? Über dir. Was ist denn das denn? Eine Panoramadachluke, die ist nämlich neu. Die gehört zu diesem Pro-Paket. Okay, okay. Ja, die müssen sich ja was einfallen lassen. Wenn sie schon den Namen ändern, muss sich doch auch irgendwas Neues ergeben in den kleinen, süßen Wohnmobilen. Und das ist in dem Moment halt im Kastenwagen, sagen wir Skyroof dazu, und hier heißt es Panoramadachluke. Genau, gab es vorher bei den Vans, bei den schmaleren nicht, Ja. bei den T, wie Teil integriert. Da gab es die Ja, Panoramadachluke. ja. Und wenn du das jetzt mal bitte aufmachst, das Plissé, Also, es wird in eins geschoben. Ne? genau, genau. Das Panoramadach kannst du öffnen. Das kann man öffnen. Zack. Ach ja, das sind immer... Ja, viele Viele. Verriegelungen. Ne? Da drückt ja der Fahrtwind richtig drauf, ne? Da Ja. vorne. Ah. Und jetzt kann man das festdrehen. Das kennen wir alles. Nee, andersrum. So, und hält. Ja, und zusätzlich hast du hier ja auch noch eine Dachluke Ja, Bügeldachluke. über dem Tisch, eine Bügeldachluke. Ich mache sie nur wieder runter, weil die Sonne scheint. Es heizt sich doch ganz schön auf. Ja, es wird jetzt doch Sommer, ne? Hoffen Der mal. Trend setzt sich langsam durch. Das wollen wir doch hoffen. Warte mal, machen wir nicht ganz dicht, damit es nicht ganz dunkel wird. So, das reicht. Also es ist kein geteiltes Rollo da oben, ne? Nein. Fliegenverdunklung, sondern das ist in eins, ne? Ja. Genau. Und hier haben wir eine Bügeldachluke. Wunderbar, machen wir auch so ein bisschen. So, Du bist auf dem Sockel. ja. Der Kabinenboden ist etwas tiefer. Ja. Heizungsausströmer gibt es hier vorne. Ja. Da kann man es gut sehen.
unterm Tisch haben wir einen Heizungsausströmer und eine Steckdose. Und die Schiene an der Wand da hinten, das ist ja immer so ein Hinweis auf das dritte Bett. Also man kann den Tisch absenken, das Bein kann man hier knicken und dann hat man den Tisch unten und kann hier noch ein drittes Bett, ein Notbett draus bauen. Ja, so sieht das Ganze von hier aus in der Dinette. Was ich schon sehen kann, wir haben hier die ganz klassische Anordnung. Unterm Beifahrersitz ist Platz für 2 Aufbaubatterien. Hier durch den Sitz durchblickend sehe ich vorne auch Sicherungen. Ja. Und auf der linken Seite, das kann ich auch schon von hier erkennen, da sitzt die Bordelektronik, ne, das Steuerelement mit Zugang zu den Sicherungen. Unterm Fahrersitz. Da vorne ganz klassische Anmutung, ne? Das Citroën. Hier ein Schaltwagen. 6-Gang. Ja gut, Citroën hat ja keine Automatik. Die bekommst du ja nur bei Fiat. Stimmt. Das Bett ist ganz schön hoch, finde ich. Jo. Was aber Das ist sehr... ein Hinweis auf eine hohe Garage, ne? Ja. Und ich muss mich nicht zu stark bücken, um hier nochmal zu einem Kleiderschrank Das ist ein zu kommen. Schrank. Ja, na klar. Hier unterm Bett rechts Ablage. Ach, da Also schau da brauche her. ich gar nichts aufhängen, der ist groß genug. Oh ja. Also so ein ganz kleines Lichtchen haben wir hier oben, ne? Ja. Für den Schrank. Und hier die Sicherung für die Landstromeinspeisung. Ne? Ja. Aha, okay. Da unten ist das Frostwächterventil. Ach, guck mal, und hier ist eine Tischverbreiterung. Ja. Hier ist eine Tischverbreiterung, die kannst du dann nochmal einsetzen. Und zwar da hinten, am Fenster. Ja. Da siehst du auch, hier ist so eine Kerbe im Tisch. Ja. Ach, ich kann den rausschieben. Genau. Da sind Schrauben. Ja, die hatte ich auch schon gesehen. Hier sind so kleine Ja. Schrauben drunter. Und dann... Meine Güte. So. Und jetzt kann ich den ganzen... Guck mal, das liegt auf so einem Aluprofil, der Tisch. Genau. Jetzt kann ich den rausziehen. Und dann habe ich hier hinten... Was so knallt, das sind die Klettverschlüsse. Ja? Das ist mittels Klett befestigt im Stauraum. Ja, das macht Geräusche. Und das macht immer diese heftigen Geräusche. Und jetzt kann ich das hier reinstecken. Ja. Und habe einen Riesentisch. Und dann habe ich, genau. Voila. Voilà. Die Theke ist eröffnet. Wir lassen das ruhig mal drin. Ich finde das gar nicht schlecht. Das lassen wir jetzt drin, ja. Das lassen wir drin. Den Schrank habe ich gezeigt. Ja, zum Bett kommen wir später. So, jetzt habe ich meinen Teekessel mit, der für mich immer sehr wichtig ist. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich den hier reinbekommen würde. Nee, den würde ich jetzt nicht reinbekommen. Nee, kannst du auch nicht drehen. Nee, kann man auch nicht drehen. Ich finde da aber schon Platz, das sehe ich. Das sehe ich. Trotzdem Platz. Das ist Lass ruhig mal offen da Sehr oben die tief. Schränke. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Mülleimer. Hier ist ein Mülleimer hier unten. Hier. Ja, sehe ich. Kann ich So, sehen. und jetzt gehe ich mal gucken. Warte mal, der Mülleimer wäre im Weg. Ich hätte für meinen Teekessel jetzt nur hier Platz. Hier ist der Radkasten und Kollidiert. würde mit dem Mülleimer. Okay. Das geht. Alle- Das geht. Der Mülleimer und der Kaffeekessel, Wasserkessel, die kommen miteinander klar. Ja, passt auch. Riesenbesteckschublade. Ebenerdig eingebaut der Kühlschrank. Ja, das ist, da muss ich mal nachschauen. Kompressor oder Absorber? Absorber. Absorber. Also ein gasbetriebener Kühlschrank. Setford hat den Absorber gebaut, Nora. Steht dran. Wie viel Liter, weißt du das? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube 78 Liter, wobei der sieht so groß aus. Kühlschrank 78 Liter, okay. laut Katalog. Da kannst du mitleben. Da Keine kann Frage. ich mit leben, ja. Ein Klappwasserhahn. Bin ich jetzt doof? Naja, ich habe immer Angst, da mit Kraft ranzugehen. Den musst du drehen können, irgendwie. Ja, kann man drehen. Ja, ist noch ein bisschen, ist ja ein Neufahrzeug, ne? Ein bisschen schwergängig noch. Ja, gut. Teekessel hat Platz. 2 Flammen. Hier habe ich auch eine kleine Ablage. Ja. Hier vorne im Eingangsbereich gibt es noch einen Heizungsausströmer, Lichtschalter, Treppenschalter. Alles, was man so braucht. Ein Fliegen- und Mückenplissé gibt es auch.
Also es sieht jetzt nicht so nach einem Sparauto aus, ne? Nein, nein. Ich brauche jetzt mal für hinten einen Pullover, damit ich den mal hinten in den Kleiderschrank oder nee, eher gesagt in den Oberschrank mal reinlegen kann, damit ihr so eine Vorstellung habt. Also ich finde die Schränke, Oberschränke schon mal sehr hoch hier Ganz vorne. schön groß, ne? Ja. Da ist richtig Platz. Ja, und schließen auch gut. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. So, Schuhe aus, Treppe rein, Leiter rein, eher gesagt, Treppe nicht, Leiter, die ist ganz schön leicht. Die ist sehr leicht, die Leiter. Gut. Ja, okay. Ja, das Nicht ist ein ganz, bisschen eng geworden, ne? nicht ganz. Die haben so ordentlich die Leiter in die Mitte gesetzt, Ja, dass dann der Zugang zum Bad doch sehr schmal wird. ja. Das finde ich auch nicht schlecht mit den Kleiderhaken an der Tür. Ja. Reinkommen, Tür zu, Jacke ausziehen, aufhängen. Bevor ich reingehe, ich möchte wissen, ob die Flasche, meine Flasche in den Kühlschrank passt. 1,5 Liter. Passt. 2 Matratzen, keine durchgehende Matratze. Fühlt Ach, sich die haben gut an. eine Ritze. eine Ritze. Eine Ritze. Das ist wie früher, ne? Ja. So als Kind bei Mutti und Vati auf der Ja, Ritze schlafen. ja, ja. Und eine kleine Bügeldachluke. Ja. Ich stelle mir jetzt hier schon eine Frage, wenn ich das von hier betrachte. Die Heckschränke, die ragen sehr weit in den Raum rein, also ins Bett, ne? Bekommt man da so ein bisschen Panik? Haut man sich da die Birne? Wie sieht das aus? Knapp. Das ist ganz knapp, Das wäre eigentlich das Problem, glaube ich. Also mit dem Kopf, weil das steht ja ein bisschen raus. Du kollidierst eher mit der Schulter und mit dem Kopf, mit dem Oberschrank. Ja, ne? mit dem Griff. Mit dem Oberschrankgriff. Ja. Gucken wir doch mal die Bettenmaße. Also ich bin jetzt hier am Kopfende oder auf der Badezimmerseite, auf der breiteren. Da haben wir 1,94 Bettenlänge mal 1,40 Breite am Kopfende und 1,30 am Fußende. Das ist eine Kabelvorrüstung. Ich glaube, das ist die Vorrüstung für Solar. Okay, und jetzt legen wir mal den Pullover, ganz normal. So würde ich ihn reinlegen. Alles klar, passt. Bisschen nach kürzer. Oben, nach oben wird es schmaler, ne? Nach Durch oben die- wird es schmaler, hier ist es so leicht rund. Genau. Das ist ja die Form der Kabine. Genau. Ach so, ist falsch. Passt. Ja. Passt wunderbar. Also Stauraum ist wirklich gut vorhanden. Ah ja, massenhaft. Ja, Okay. diese kleinen Vans, ich finde sie ja immer toll. Ja. So. Hier hast du auch wieder die typische Rückwand. Ne? Platz für den Fernseher. Ist nur ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Ja, weiß ich auch nicht mit dem Fernseher. Muss man ja auch nicht unbedingt haben im Bett. Ne? So, ich komme mal wieder runter. Mach die Leiter weg, sonst komme ich nicht ins Bad. Geschlafen wird auf dem Lattenrost. Ach, da kann ich ja gleich reinschauen. Ja. Ein Blick von oben in den Kleiderschrank und dann bleibt der Rest der Tiefe, der bleibt dann für die Garage über. Ja, da schauen wir nachher noch rein. Und zu fett Party würde ich hier auch nicht machen auf dem Bett, wenn ich die Halter hier sehe. Ne? Da, Ja. wird das ganze Konstrukt eingehängt. Ich lege die jetzt erstmal wieder raus. Ja, und jetzt gehen wir mal ins Bad. Moment, brauche ich mein Handtuch. Ja, wir haben hier das Vario-Bad. Warte mal, wir okay. stehen schief. Ja, die Vario-Bad, so nennt sich das Carrado. Die Tür klappt nach vorne. Ne? Die Tür hat aber auch, kommt hier nicht ins Gehege. Ne? Das Nein, ist schon in nein, Ordnung ist mit dem breit genug. Küchenblock, das passt. Vario-Bad heißt, ich kann das rumschwenken zum Duschen. Hier kommt dann die Duscharmatur zum Vorschein, ne? Hier oben. Ja, Und damit ich es nach vorne noch dicht machen kann. ja Warte ich mal, wollte wie da war denn unten mal schauen, wie es auf dem Boden aussieht in der Wanne. Tief. Die Wanne ist schön hoch angesetzt, da bei der Tür. Ne? Das gefällt mir. Und was ich auch gut finde, guck mal, das sind so Kleinigkeiten. Hier ist ein Winkel dran. Und wenn du die Tür schließt, dann geht der Winkel hier rüber. Genau. Ne? Und dadurch Tropfwasser läuft dann hier runter in die Wanne. Und wir haben es ja schon öfter gesehen, da wird auf so einen Winkel verzichtet und dann steht die Tür hier dran, wo meine Hand jetzt ist. Und dann läuft natürlich das Wasser, was die Tür runterkommt, in den Raum rein. Das ist eine einfache, gute Lösung hier. Ja. 2 Abflüsse in der Wanne,
Alles gut. Und hier hast du noch mal eine Abtrennung. Die ist dann ja wohl gedacht. Um hier abzuschließen. Da Ja, unten zum Klo hin. ja, genau. Die beiden Teile überlappen sich und hier kann nichts zwischenkommen. Variobad, Ja, andere nennen das Schwenkbad. Schwenkbad, Variobad. So, was habe ich denn? Handtuchhaken. Ja, da unten hast du erstmal noch ein Klo, ne? Genau. Mit Heizungsausströmer links sorgt immer für einen beheizten Hintern. Warmes Püppchen. Geht das Licht im Bad an? Wo ist der Lichtschalter? Hier. Ach, am Waschbecken. Okay. Mensch, das kennen wir doch eigentlich. Eigentlich kennen wir diesen Schalter. Ja, das sollten wir wissen. Ja, das hast du sollten wir recht. wissen. Also hier ist der Schalter. Klar. Ja. Über dir hast du deine beliebte Trockenstange da, ne? Ja, die finde ich klasse. Und eine kleine Dachluke, die sind auch immer ganz köstlich. Ja, die ist nicht so beliebt. Nein, hier sammelt sich immer alles, was durch die Gegend fliegt. Und wenn du es dann runter machst, hast du es im ganzen Bad. Oh, zack. Stauraum hier, oben und unten. Ja, Und ein Handtuchhalter. Okay. der stört mich da. Das ist Für ein genau, großes genau Handtuch. am Klo. Genau. Dann hast du, weißt du was, wenn du den Deckel dann hochklappst, dann kommt er gegen das Handtuch Ja. und dann klappt er dir wieder Ja. runter, der Deckel. Ja, Ja, ja. alles gut. Ich überlege gerade, wo würde ich das Handtuch hinmachen. Ja gut, hier schwenkst du ja. Du kannst da hier nichts machen. Na Nee, gut, das geht nicht. ich würde es vielleicht das geht nicht. an die Wand machen. Ja. Dann kannst du hier an der Seite hängen. Ja. Ja. Steckdose hast du nicht gesehen, ne? Also ich habe keine gesehen. Nee. Ich habe nur gesehen, dass hier im Küchenblock, ne, hinter der Ja. Tür, weil ich einen Schalter gesucht habe. Da ist eine Steckdose? Ja, zwei. Da Na sind gut. gleich zwei am Küchenblock. Und da sind auch die Absperrhähne oder die Ventile, die Gasventile. Da wollte ich hin. Ja, aber weißt du, wenn du dir die Haare föhnen möchtest, zum Beispiel, kannst du das auch hier gut im Flur. Hast du hier Strom und hast hier einen Spiegel. Ja, und der Weg von geht der auch. Küche ins Bad für den Föhn ist ja auch nicht so weit, ne? Ja. Der Spiegel ist halt hier schöner, Ja. ne? zum Haare Ja, föhnen. ja. Dann ist mir noch was aufgefallen. Ich schaue die ganze Zeit drauf. Ich mag diese Sonnenrollos, die so beschichtet sind. Weißt du, hat nicht diese Papieranmutung. Ja, ja. Ne? Das ist doch hier so ein foliertes Material. Ja. Und nicht einfach nur Pappe. Genau. Und wenn man das anfasst, ne, da hat man das Gefühl, das ist auch stabiler. Ja, ja. Und es ist ja auch gerade, weil es gerade ist und kein Fältchen hat oder aus Papier ist, wie du sagst, das kannst du auch einfacher reinigen. Gerade in der Küche, wo du kochst. Und Ja, diese Faltrollos, Ja, die kannst du ja nicht das kannst du reinigen. doch einfach reinigen. Die gehen doch ganz schnell kaputt. Einfach zu reinigen, gut. Ja. Überschaubarer Wagen, Ja. aufgeräumt, durchstrukturiert, Ja. Blickachse ist schön. Wir gehen mal raus, zeigen euch die Garage. Ja, und die ganze Außenansicht, ne? Der Wagen hat ja jetzt ein anderes Styling bekommen Ja. für den Jahrgang 24. Ja. Mal gucken. Ja, das ist eine Stolperkante. Ja. Hier hat es mich eben gerade ein bisschen gestolpert, Ja. fällt mir auf. Außenbeleuchtung gibt's. Da oben. Ja. Vorgehängte Fenster. Vorgehängte Wo du Fenster, gerade da Markise, bist. Markise ist dran. Ja. Alufelgen sind dabei. Ich möchte noch mal nach vorne schauen, Nora. Da ist das Skyroof, das Panoramadach. Oh, ja, guck mal, da kannst du gut Fahrräder reinstellen. Das ist eine vernünftige Höhe hier. Ja. Das ist das Bordwerkzeug. Ganz beliebt, wird immer beigelegt. Kannst du dann sehen, wo du damit bleibst. Und was haben wir hier? Eine 230 Volt Steckdose. Ne, so E-Bikes laden und solche Geschichten. Und da oben guckst du halt direkt auf die Matratze. Ist also nicht nochmal räumlich abgetrennt. Ne? Und das Ganze liegt halt auf so einem Holzkonstrukt. Das erinnert mich an Lattenrost, wie man ihn auch im Bett hat. Und der wird dann hier aufgehängt, ne? Auf den Kunststoffhaltern. Gut. Ich glaube, ich sehe dann ein Lämpchen. Hier ist eine Beleuchtung. Ja. Die meintest du, ne? Ja. Ich habe auch Maße.
Ach ja. Ja, diese Garagentür hat eine Höhe von 1,10 Meter und eine Breite von 65. 1,10 Meter ist völlig gut. 1,10 Meter ist toll. Ja, du musst halt ein bisschen schauen hier mit Ja. der Kante, Ja. ne, mit diesem Raum, wie du klarkommst. Zurschienen sind verbaut und hier ist so auch Ösen, ne, die kannst du in der Position verändern, ne, zum Befestigen deiner Bikes und sowas. Dann gibt es hier noch mal ein bisschen Abstellfläche. Ja. Heizungsausströmer. Ja, Heizungsausströmer. Und hier ist die Garagenöffnung etwas kleiner. 45 Breite mal 85. danke Nora. Gerne. Das Heck. Das Heck, da hat sich was geändert. Ja. Der Lampenträger war es. Ich hab's, der Lampenträger. Und noch was. Ja, der hat sich verändert. Genau. Ne? Die sind schräger geworden, glaube ich, die Lampen. Ja, das ist so ein bisschen modernerer Style. Ja. Und Ja. was ich gut finde, der Lampenträger ist dreigeteilt. 1, Na? 2, 3. Na, falls ihr euch mal ein Beulchen reinfahrt, muss nicht alles getauscht werden. Genau. Pro. V132 Pro. Und die Folierung ist etwas anders geworden Ja, bei es der ist so ein Pro-Variante. Anthrazit-Styling, ne? Ja. Machen wir die Garage wieder zu. Und jetzt gibt es noch Daten und Fakten. So funktioniert die Tür. Verriegelt. Kurze technische Info noch zu dem Fahrzeug. Unter der Sitzbank befindet sich nicht die Heizung, sondern der Frischwassertank. Und hinten unterm Bett, am Boden, befindet sich die Gasheizung. Nora, hast du denn noch Daten und Fakten für uns? Ja, natürlich. Wir haben eine Länge von 5,94 Meter, Breite 2,14 Meter, also ein Van, und eine Außenhöhe von 2,74 Meter, Innenstehhöhe 1,95 Meter. Ach ja, es hat sich noch etwas geändert. Ich lese das gerade hier, ich hatte mir das aufgeschrieben. Das Möbeldekor ist etwas heller geworden Ja. zum Ja, Jahrgang davor. Es hat nicht mehr ganz so die Ja. Barockanmutung, ne? Genau, Im Holzfarben, das war ja. dunkler, Mhm. auf jeden Fall. Die Schubladen haben laut Katalog, deswegen lese ich das vor, ich fand das wieder so köstlich. Ich stöbere immer gern in den Katalogen. Wir haben Servo-Soft-Schubladen. Ja, da hat sich die Marketingabteilung ganz viel Mühe gegeben, aus dem Softlock einen neuen Begriff zu Ja, formen. ich erinnert mich an Servolenkung. Ne? Ja, Ah, genau. Frischwasser 116 Liter komplett und Abwasser 92. Der Abwassertank ist auch beheizt. und der Gaskasten bietet genug Raum für 2 11 Kilo Gasflaschen. Und bei der Masse im fahrbereiten Zustand liegen wir bei 2633 Kilo. Ich glaube, da kommen wir klar mit 3,5 Tonnen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Ja, große Fenster und sehr hell. Ja, ist der es Wagen geworden. ist hell. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Ja. Und das ist dann was für Sternegucker. Ja, das finde ich gut. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet bei dem Modell 2024. Da haben wir einen Grundpreis auf Citroën Jumper mit 140 PS als 2,5 Tonner 54.999. Anfang letzten Jahres, Januar, Februar, ich erinnere mich, da hatten wir noch einen Grundpreis von unter 50.000. Ja. Und dann ist er zum 1. April hochgegangen letzten Jahres? Ja, genau, Ja. auf 52.999 und jetzt liegen wir bei 54.999. Der Angebotspreis hier jetzt mit all diesen ganzen Dingen, so wie wir euch das Fahrzeug gezeigt haben, liegt bei 63.927 Euro. So sieht das aus, wie immer. Wie immer. Wie immer, genau. Ja. Wie immer. Die Preise gehen nach oben, wie immer. Ja, wie immer. Das war's für heute aus einem kurzen, schlanken, Ja. schnellen und flotten Carrado. Wenn-Klasse. Habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss.